Dr. Daniela Bender und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Virologie im Paul-Ehrlich-Institut, die von Professor Eberhard Held geleitet wird. In den letzten Jahren habe ich mich unter anderem mit dem Hepatitis-C-Virus beschäftigt. Das ist ein Virus, das chronische Leberentzündung verursacht, deren Schweregrad von einer leichten Erkrankung bis hin zur Entwicklung einer Leberzirrhose führt. Das heißt, funktionales Lebergewebe wird durch Bindegewebe ersetzt, sodass die Leber ihre Funktion als Entgiftungsorgan nicht mehr ausüben kann. Zudem kann die Infektion zur Entwicklung von Leberkrebs führen. Bisher gibt es keinen zugelassenen Impfstoff. Die verfügbare Therapie besteht in der Gabe von antiviralen Medikamenten. Damit können etwa 95% der Patientinnen und Patienten geheilt werden. Die Therapie ist jedoch sehr teuer und der Zugang zu Diagnose und Behandlung ist sehr schwierig. Jährlich treten 1,5 Millionen Neuinfektionen auf. Ein Schwerpunkt unserer Arbeitsgruppe ist die Erforschung des HCV-Lebenszyklus und die virusassoziierte Pathogenese, das heißt die Prozesse, die dem Krankheitsverlauf zugrunde liegen. Das Ziel ist es, Behandlungsstrategien gegen das Virus und vor allem gegen die chronische Infektion zu entwickeln und Grundlagen für die Entwicklung eines Impfstoffes zu schaffen. Eine Infektion mit HCV löst unter anderem die Produktion von Interferonen vom Typ 1 und 3 des menschlichen Immunsystems aus. Interferone sind körpereigene Botenstoffe des Immunsystems. Die Interferone vermitteln dann in der Folge antivirale und immunregulatorische Aktivitäten, wodurch unter anderem auch sogenannte Guanylat-bindende Proteine induziert werden. Zu ihnen gehört auch das Guanylat-bindende Protein 1, kurz GBP1. In der aktuellen Studie haben wir den Einfluss von HCV auf GBP1 untersucht. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die eine antivirale Wirkung der GBPs auf verschiedene Viren beschreiben. Anders unser Ergebnis. Wir haben festgestellt, dass nach Infektion mit HCV die GBP1-Mengen in den Zellen erhöht waren. Dies führte zu einer erhöhten Virusvermehrung und Freisetzung der Viren. Das heißt, wir haben eine provirale Wirkung festgestellt. Mithilfe von CLSM- und STAT-Analysen, also hochauflösender Immunfluoreszenzmikroskopie, die die Darstellung von fluoreszenzmarkierten intrazellulären Strukturen und Virusproteinen erlaubt, haben wir beobachtet, dass GBP1 zusammen mit dem viralen Strukturprotein HCV-Core in der Nähe des Zellkerns in einem Netzwerk aus Membranen und Lipidtröpfchen zu finden ist. Das Ganze ist Teil eines Membrannetzwerkes, das ein typisches Merkmal HCV-infizierter Zellen darstellt. Unsere Analysen zeigen, dass GBP1 sich zusammen mit HCV-Core an die Oberfläche der Lipidtröpfchen begibt, wo es Faktoren bindet, die am Zusammenbau von HCV beteiligt sind. Dadurch wird eine Plattform für den Zusammenbau geschaffen. Das heißt, GBP1 begünstigt den Zusammenbau und die Freisetzung der Hepatitis-C-Viren. Zusammengefasst bedeutet das, dass wir entgegen bisheriger Annahmen festgestellt haben, dass GBP1 die HCV-Infektion begünstigt, also eine provirale Wirkung hat. Unsere Forschungsergebnisse werfen ein neues Licht auf das Verständnis der Interaktion zwischen HCV und dem Interferon-induzierten GBP1 und sollten bei der Anwendung interferonbasierter Therapien berücksichtigt werden.